Wo ist denn bloß der Karton von dem Ding? Ich hatte den noch hier irgendwo. Du möchtest ein von uns gemietetes Gerät unkompliziert zurückgeben? Ich zeig dir, wie es geht. Ach, da ist er ja! Du brauchst ein von der Telekom gemietetes Gerät nicht mehr? Zum Beispiel deinen Router oder dein Magenta TV Receiver? Kein Problem, dann gibt's hier eine einfache Lösung. Was du vorab wissen solltest: Du hast für dein Mietgerät einen Mietvertrag abgeschlossen. Das heißt, du hast eine Kündigungsfrist sowie auch eine Mindestvertragslaufzeit. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Frühestens zum Ablauf dieser Zeit kannst du den Mietvertrag kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt dann nur 6 Werktage und du bekommst eine tagesgenaue Abrechnung. Hast du dein Mietgerät also mindestens ein Jahr lang benutzt und möchtest es jetzt zurückschicken, ist das problemlos möglich. Möchtest du dein Gerät vor Ende der Mindestvertragslaufzeit zurückschicken, geht dies natürlich auch. Es wird ein sogenannter Schadenersatz berechnet. Der Ersatz für die Vorzeigekündigung ergibt sich aus der Restlaufzeit und dem monatlichen Grundpreis des Mietgeräte-Service-Pakets. Und wie kommt dein Gerät jetzt von A nach B? Ganz einfach. Jetzt geht's ans Päckchen packen. Solange du noch den Originalkarton besitzt, nutze diesen bitte und pack hier dein Mietgerät mit hinein, sowie auch das dazugehörige Netzteil. Falls vorhanden, pack bitte auch noch die restlichen Anschlusskabel sowie auch die Anleitung mit hinzu. Natürlich löschen wir all deine Daten. Achte bitte aber darauf, dass du keine privaten Datenträger, wie zum Beispiel diesen USB-Stick hier, mitschickst. Anschließend alles noch gut auspolstern, denn dein Gerät ist kein Schrott. Es wird aufbereitet und wiederverwendet. Natürlich ist der Versand für dich kostenlos. Geh für den Retourenschein einfach auf folgende Webseite oder nutze für den Retourenschein den QR-Code auf dein Smartphone. Auf der Webseite gibst du einfach deine Kundennummer und deine Postleitzahl mit ein. Und deine Kundennummer findest du zum Beispiel auf der Telekom-Rechnung oben rechts. Nachdem wir das eingetragen haben, drücken wir nun einmal auf Weiter. Die Seite zeigt dir jetzt deine Mietgeräte an. Wähle hier einmal die Geräte aus, die du zurückschicken möchtest und drücke anschließend auf Weiter. Bald geschafft. Nun noch die Versandoption bestimmen. Ich wähle hier mal Etikett ausdrucken aus und weiter geht's. Jetzt kannst du hier noch deine Handynummer oder deine E-Mail-Adresse eintragen und praktisch über diesen Weg wirst du später über die Details zum Versandstatus informiert. Tippe auf Retourenschein erstellen. Anschließend kannst du den Retourenschein einfach ausdrucken und auf den Karton kleben. Fertig. Checkt nochmal, ob wirklich alle Geräte auf dem Retourenschein im Karton eingepackt sind. Und falls du keinen Drucker zu Hause haben solltest, kannst du auch mit dem QR-Code auf deinem Smartphone das Ganze bei der Post abgeben und die Post wird für dich den Rest erledigen. Und nun ab zur Post damit. Mit der Sendungsnummer kannst du jederzeit den aktuellen Status deiner Sendung nachverfolgen. Und ist das Gerät bei uns angekommen, ist die Kündigung automatisch für dich erledigt. Bis dein Gerät von der Rechnung verschwindet, dauert es aber noch ein wenig. Was zu viel berechnet wird, bekommst du natürlich wieder gut geschrieben. Das war doch ganz einfach. Ach, und bevor ich es vergesse, du kannst alternativ dein Mietgerät zu jedem Telekom-Shop bringen und die Kollegen können mit dir zusammen den Rest erledigen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.